I'm happy that I got the last goal and we pushed to the end and we saw the win. Die Sonne strahlt, das BVB-Fanherz lacht und das aus gutem Grund. Borussia Dortmund gewinnt in der Bundesliga mit 3:2 gegen RB Leipzig und damit begrüße ich euch recht herzlich zu unserem Spieltagsrückblick hier aus Dortmund-Brakel. Bevor wir aber starten, gehen Glückwünsche raus an die Handballdamen des BVB. Die sind gestern deutscher Meister geworden. Dazu später mehr in unserer Sendung. Jetzt soll es aber erstmal um Fußball gehen. Mit Mats Hummels haben wir heute nochmal über das Spiel und natürlich auch das Pokalfinale am Donnerstagabend gesprochen. Bevor wir aber starten, eine Botschaft, die die Mannschaft beim Aufwärmen gestern an Matteo Morell gesendet hat. Ihr habt die T-Shirts wahrscheinlich schon gesehen. Wir wünschen dir ganz viel Kraft. Wir sind bei dir, stand darauf. Und das schließen wir uns vom gesamten BVB-TV-Team natürlich an. Nur die besten Genesungswünsche an dich, Matteo. Und wenn das Ganze so läuft, wie es gestern lief, wird sich Matteo zu Hause sicher auch gefreut haben. Genauso wie die Spieler nach dem Spiel. I'm happy that I got the last goal and we pushed to the end and we saw the win. Haben das Momentum, glaube ich, auf unserer Seite momentan und das haben wir uns hart erarbeitet. I'm sure the BVB fans will be very happy with us today and we showed that we can fight to the end. Wir haben die Köpfe nicht hängen lassen und dann machen wir das dritte Tor. Einfach nur geil. We have to bring it home for the fans because they've been waiting a long time for a trophy and they deserve it, especially in these Corona times. It's been difficult for the fans not being able to see us play this season. So I think the best way to end it is get qualification for Champions League and especially win the cup for them. Marco Reus, den habt ihr eben kurz gehört, der hat gestern mit seinem Tor zum 1:0 seinen 150. Scorerpunkt für den BVB in der Bundesliga gesammelt und unterstrich einmal mehr seine tolle Form, in der er sich gerade befindet. Ein weiterer Fakt zu Marco: sein 6. Bundesligator in dieser Saison. Alle Tore waren Führungstreffer. Das Game-Winning-Goal hat aber Jadon Sancho erzielt. Und wie das im Netradio klang, das hören wir uns jetzt mal an. Brandt, guter Ball auf die linke Seite, auf Jadon Sancho, 16 Meter, 2 Mann sind um ihn herum, mit der Hacke nochmal weitergeleitet, dann kommt der Ball quer, ja! Und das Tor von Jadon Sancho in der 87. Minute zum 3:2 und pfeift doch bitte ab! Und er pfeift ab! Er pfeift ab! Daniel Siebert beendet das Spiel und Borussia Dortmund setzt sich gegen Rasenballsport Leipzig mit 3:2 durch. So groß die Freude über den so wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze auch war, die ein oder andere Sorgenfalte blieb dann doch zurück. Ihr habt es mitbekommen, Marvin Hitz, der wurde in der Halbzeit ausgewechselt. Auch Mo Dahoud hatte seine Problemchen. Erling Haaland, der konnte gar nicht mit dabei sein. Und zu allen dreien hat sich Edin Terzic auf der Pressekonferenz nach dem Spiel nochmal ausführlich geäußert. Marvin hatte eine etwas unglückliche Situation, wo er so ein bisschen weggeknickt war. Er hat dann nochmal versucht, in der Kabine alles dann zu setzen, weiterzumachen. Es ging dann nicht, haben dann Roman Bürki reingeworfen, der keine leichte Phase hatte, darüber haben wir auch gesprochen. Aber er war sofort da und das ist extrem wichtig, dass wir als Mannschaft Dinge kompensieren. Und deshalb sind wir sehr glücklich darüber, dass Roman sofort da war. Und wir hoffen natürlich, dass Marvin am Donnerstag wieder zur Verfügung steht, genauso bei Mo Dahoud. Er hat so ein bisschen Müdigkeit gehabt, ein bisschen seine Muskeln gespürt. Also wir gehen davon aus, wenn er heute Nacht gut schläft, sich morgen gut regeneriert, dass das dann für Donnerstag reichen wird. Erling hat einen unglücklichen Schlag bekommen an eine doofe Stelle in dem Wolfsburg-Spiel und hat sich eine Menge Flüssigkeit gebildet. Und diese Flüssigkeit hat immer wieder zu Schmerzen geführt. Und wir merken aber, dass die Flüssigkeit immer weniger wird. Und wir hoffen einfach, dass es dann reicht, dass er Anfang, Mitte nächster Woche dann ins Mannschaftstraining zurückkommt, dass er dann eine Option darstellt fürs Pokalfinale. Gestern stand übrigens die älteste Startformation des BVB in dieser Bundesliga-Saison auf dem Platz mit einem Durchschnittsalter von 28 Jahren. Und wenn wir über Erfahrung sprechen, dann reden wir natürlich auch über Mats Hummels. Und mit dem habe ich heute nochmal über das Spiel, über das 2:2, über die Erleichterung nach dem Siegtreffer von Jadon Sancho, aber natürlich auch über das anstehende Pokalfinale gesprochen. Ja, Mats, die Steilvorlage für die Eingangsfrage hast du gestern mehr oder weniger bei Instagram schon gegeben. Wie viele Kommentare waren es denn jetzt zum 2:2? Habe ich tatsächlich noch nicht geschaut, aber beziehungsweise ich habe, ich weiß es nicht, abends danach noch oder dann jetzt eben am Morgen geschaut.
logischerweise ein paar haben dann irgendwie trotzdem was geschrieben. Ich habe es dann mal überflogen, aber wie viel es dann waren, keine Ahnung. Wie viel es insgesamt waren, weiß ich auch nicht. Aber ja, ich glaube, dass die meisten sogar eher positiv gestimmt waren. Wie gut tut das denn, wenn einem sowas passiert und wenn man dann sieht, die Jungs vorne regeln das noch und schießen kurz vor Schluss noch das 2:2? Es tut tatsächlich extrem gut, wenn man weiß, man hat jetzt eben da, weiß ich nicht, Elfmeter verursacht oder wie in meinem Fall jetzt da ein Gegentor oder einen Platzverweis bekommen, weiß nicht, so wie Jude in Wolfsburg, und trotzdem gewinnt die Mannschaft danach. Da fallen wirklich immer ein paar Steine vom Herzen, weil man sich eben schon auch in der Verantwortung fühlt dafür, dass es jetzt eben schwerer wurde oder vielleicht sogar auch eben manchmal nicht geklappt hat. Nach Frankfurt herrscht ja so ein bisschen die allgemeine Tristesse rund um Borussia Dortmund. Dann war 7 Punkte hinter der Eintracht, 11 Punkte hinter Wolfsburg. Du hast am Ende auch gesagt, ich glaube, selbst wenn wir jetzt alle Spiele gewinnen, wird es eng. Jetzt haben wir, glaube ich, alle Spiele gewonnen und wir sind mittendrin statt nur dabei im Kampf um die Champions-League-Plätze. Bist du ein bisschen überrascht, dass das so schnell ging? Ja gut, klar, weil die anderen Mannschaften ja auch haben liegen lassen, und davor hatten sowohl Frankfurt als auch Wolfsburg lange Serien, wo sie, glaube ich, sehr wenig Punktverluste nur hatten. Logisch, aber auch das Spielglück, das wird ja oft zitiert, das dreht sich aber auch immer manchmal, darauf muss man eben auch dann setzen oder kann man auch manchmal setzen. Aber es geht vor allem darum, dass wir halt unsere Spiele gewinnen. Wir haben seitdem 5 von 5 gewonnen. Ja, ohne das wäre es gar nicht möglich gewesen. Da würden wir vielleicht um ganz andere Zielrichtungen gerade kämpfen, um vielleicht Platz 6 noch zu schaffen oder was auch immer. So sind wir sehr froh, dass wir da jetzt nochmal eingreifen können. Aber logischerweise sind wir auf Ergebnisse von anderen angewiesen und müssen unsere eigenen Spiele gewinnen. Deswegen, der Job ist nicht einfach, aber wir haben es tatsächlich geschafft, uns wieder reinzukämpfen. Damit können wir zufrieden sein. Dass es überhaupt erst dazu gekommen ist, darf man natürlich in der Nachbetrachtung auch nicht vergessen, weil das haben wir uns auch selber zuzuschreiben. Ein Grund ist sicher auch, dass ihr als Mannschaft gerade wahnsinnig gut harmoniert. Ich meine, gestern beim Aufwärmen schon die T-Shirts, die Botschaft an Matteo, wenn man euch zusammen kämpfen sieht auf dem Platz, so ein Rückschlag wie das 2:2 wegsteckt, dann das Tor noch macht. Wenn man auch sieht, wie Erling, Daxo und Jude da auf der Tribüne abgehen nach dem Siegtreffer. Was sagt das über euch als Mannschaft aus gerade? Ja, das stimmt schon, dass wir zusammengewachsen sind. Auch in den letzten Monaten jetzt vor allem noch mehr. Ich glaube auch, dass die bitteren Verletzungen auch irgendwie mit reingespielt haben, weil wir für die Jungs natürlich auch, Schmelle fällt das ganze Jahr aus, Axel, dann fällt leider fast die ganze Saison irgendwie aus, jetzt Mate so lange. Ja, dass das natürlich auch nochmal irgendwie so ein Motivationsgrund ist, den Jungs, die sich eben für uns den Arsch aufreißen, aber nicht gesund sind, ja, denen eben auch Erfolgserlebnisse auf der Tribüne zu ermöglichen. Wenn man in so kurzer Zeit zweimal gegen die gleiche Mannschaft spielt, in der Bundesliga, das haben wir jetzt gewonnen, jetzt am Donnerstag im Pokal. Wie wichtig war es, dass man das Momentum so kurz vor Schluss wieder auf seine Seite geholt hat? Ja gut, das wird sich im Nachhinein dann zeigen, ob es wichtig war oder nicht. Wichtig war für uns einfach, das Spiel zu gewinnen, tatsächlich. Völlig losgelöst vom Pokalfinale war es einfach unheimlich wichtig, dieses Spiel zu gewinnen. Erstens mit Leipzig auch irgendwie so ein bisschen ein Verein, der auf einem ähnlichen Level ist wie wir, sportlich in den letzten Jahren da eben im direkten Duell zu schlagen, dann für die Tabelle, fürs Selbstbewusstsein, waren es viele gute Punkte. Wie viel Pokalfinale haben wir da gestern schon gesehen? Keine Ahnung. Sowas lässt sich tatsächlich nicht beantworten. Was erwartest du? Auf jeden Fall eine gleiche Intensität von beiden Mannschaften. Also das muss man wissen. Diese Spiele sind viel, viel intensiver als viele andere, sowohl körperlich, aber vor allem für den Kopf. Da gab es schon echt viele witzige Anekdoten aus diesen ganz großen Topspielen, wo eben so Spieler auch nach 25 Minuten schon gesagt haben, Alter, das ist jetzt nicht ein normales Bundesligaspiel, sondern man merkt es, die Anspannung ist eine andere. Eben alle sind da, man muss in jeder Sekunde da sein, man muss immer präsent sein, und ja, das ist das, was diese Spiele eben auszeichnet. Nimm uns mal ein bisschen mit, wie sehen die nächsten Tage aus, bis dann angepfiffen wird am Donnerstagabend? Ja, Erholung und Training, fertig. Mehr ist nicht. Und für dich persönlich, ich habe mal nachgeschaut, es ist dein 8. DFB-Pokalfinale. Ja. Du hast ja so ein bisschen, ich würde es jetzt nicht Berlin-Fluch nennen, aber von den 7, die du bisher gespielt hast, hast du jetzt in Anführungsstrichen nur 2 gewonnen. Warum gewinnst du am Donnerstag dein drittes? Erstmal, die Serie sah ja noch schlechter aus. Das letzte, was ich gespielt habe, noch woanders, habe ich ja zum Glück gewinnen können. Gegen Leipzig übrigens. Also wäre schön, wenn wir das jetzt auch schaffen könnten. Ja, ansonsten ist die Berlin-Quote auf jeden Fall ausbaufähig. Also ich glaube, 6 habe ich sogar gespielt davon, nur das allererste damals nicht, unter Thomas Doll noch. Und eine 2:5-Quote in den Berlin-Finals ist natürlich etwas, was dringend korrigiert werden muss. Ja, wir können ja so daraus machen, es wird so wie beim Tennis. Es geht bis 6 oder bis zum 7-6, und ich versuche
die Berlin-Quote noch in der Karriere auf 7:5 hochzutreiben. Aber okay, das ist sehr hochgegriffen. Ich versuche erst mal einen Anschluss zu schaffen. Und damit machen wir den Deckel drauf auf diesen 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga und nehmen den Ball jetzt vom Fuß in die Hand und widmen uns den Handballdamen. Ich habe es eingangs schon erwähnt, die konnten gestern 3 Spieltage vor Saisonende die deutsche Meisterschaft zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte perfekt machen. Mit einem 39:22 Auswärtssieg gegen die SV Union Halle Neustadt. Ja, das fühlt sich richtig cool an. Wir haben hier schon die ganze Zeit geguckt, okay, wir wollen das so schnell wie möglich schaffen. Und ja, jetzt endlich. Wir haben im Prinzip 2 Jahre auf diesen Moment gewartet und es ist ein ganz besonderer für Borussia Dortmund, für diese Mannschaft, und wir sind stolz und glücklich und wir werden den Moment genießen. Ja, super, super. Das, was wir wollten, und das haben wir erreicht jetzt. Und ja, besser geht nicht. Schade, dass keine Fans da sein können. Und trotzdem Gruß nach Dortmund. Und ja, wir sind deutscher Meister. Also großer Jubel, große Freude bei unseren Handballdamen. Und natürlich haben auch die Fußballer noch den ein oder anderen Glückwunsch parat. Ja, liebe Mädels, herzlichen Glückwunsch. Congratulations, congratulations. Ihr seid Meister geworden ohne eine Niederlage. I guess they fully deserve it because to be champions is never easy. Geile Sache und ja, Glückwunsch. I'm very happy for them and I'm supporting you. Wir von der ganzen Mannschaft gratulieren euch natürlich herzlich zu der deutschen Meisterschaft. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen feiern und bis bald mal. Ciao, ciao. Der erste Titel für Borussia Dortmund in dieser Saison ist also schon unter Dach und Fach. Der nächste soll dann folgen am Donnerstagabend mit dem Gewinn des DFB-Pokals in Berlin. Wir werden euch rund um dieses Finale perfekt einstimmen. Schaut da immer mal wieder auf unsere Kanäle, aber jetzt genießt vor allem diesen wundervollen Restsonntag. Wir verabschieden uns aus Dortmund. Tschüss, macht's gut.